Night Trap. Vielleicht das bekannteste der sogenannten FMV-Games. FMV steht für Full Motion Video. Und ja, es gab eine Zeit, wo CD-ROM-Laufwerke der neueste Schrei waren und die Möglichkeit für uns heutzutage normale Videos in einem Spiel zu integrieren, High-Tech. Hey, you still don't have a Sega CD? What are you waiting for, Nintendo to make one? You have seen the games, right? Wrong answer, man. Show 'em! Wanna see more? Natürlich sind die Interaktionsmöglichkeiten mit einem Video stark begrenzt. In Night Trap zum Beispiel geht es darum, dass eine Gruppe von Teenagern ein Wochenende in einer Ferienwohnung am See verbringen wollen, um natürlich kräftig Party zu machen. Ein klassisches Horrorfilm-Szenario. Und wie das Schicksal so will, gehört das Haus natürlich einer Vampirfamilie. Wir, der Spieler, sind Teil des Special Control Attack Team oder auch kurz SCAT und untersuchen einen Fall von vermissten Mädchen, welcher uns genau zu diesem Haus bringt. Denn eins der Partygirls ist ein Undercover-Agent. Und so gilt es für den Spieler, die Ereignisse zu beobachten und die Mädchen zu beschützen, mit denen im Haus installierten Fallen. Denn die Gefahr geht nicht nur von der Familie des Hauses aus, sondern es gibt auch einen ganzen Haufen Orgas, welche eine Art niedere Form von Vampiren sind. Mit einem sehr eigenwilligen Gang. Gameplay-technisch wechseln wir zwischen den Überwachungskameras in jedem Raum, beobachten und wenn eine Orga auf einer Falle steht und das Lämpchen rot leuchtet, lösen wir diese per Knopfdruck aus. Des Weiteren wird eine Handvoll Mal im Spiel der Zugangscode zur Sicherheitsanlage geändert. Natürlich sind die Zeitpunkte, wann das passiert, immer gleich, doch zu welchem Code gewechselt wird, ist zufallsgeneriert. Let's go down to the control room. Maybe Tony has seen the Augs. Gotcha. I'd feel better if we switched the code again to red. This place is a disaster zone. Und nach ungefähr 26 Minuten ist man auch durch. Also wenn man es bis zum Ende schafft. Denn Night Trap ist ein reines Auswendiglernen. Obwohl es unter den damaligen FMV-Spielen schon eines der komplexeren war. Da sehr viele dieser Spiele wie Road Avenger als Beispiel nichts weiter als ein langes Quicktime-Event waren. Das Gameplay ist auch nicht so viel anders wie von moderneren Spielen wie Five Nights at Freddy's als Beispiel. Aber auch wenn Night Trap im konventionellen Sinne vielleicht kein gutes Spiel ist, müsste ich lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass es mir viel Freude bereitet, immer mal wieder durch das Spiel zu gehen. Vor allem mit ein paar Kumpels ist es definitiv ein Gaudi. Natürlich liegt das vor allem an dem B-Movie-Charme und die ausgereiftere Technik auf modernen Geräten, die Night Trap wahrscheinlich heute unterhaltsamer wirken lassen als zum Release. Denn sind wir mal ehrlich, die meisten von euch erinnern sich nur an das Spiel, weil es durch seine Involvierung in der ganzen Debatte der 90er zu Gewalt in Videospielen eines der meistgenanntesten Werke war. Zusammen mit Mortal Kombat natürlich. Und dadurch das amerikanische Bewertungssystem für Videospiele, die ESRB, ins Leben gerufen wurde. So ist die heutige Sicht auf die FMV-Spiele der 90er, dass es nur ein Trend war, angetrieben von neuer Technik und oberflächlich in der Kategorie Gameplay. Ähnlich, was auch viele über die Motion Controls der 2000er denken. Doch als ich Night Trap so spielte, erkannte ich, dass hier doch noch sehr viel ungenutztes Potenzial liegt. Gerade für Indie-Spiele. Don't be foolish, Kelly. They wouldn't stand in my way. Would you? Thanks, Control. That was close. Viele Indie-Titel bedienen sich einer Pixeloptik oftmals, weil diese keinen krassen Computer benötigt und man so einen Look auch mit nur sehr wenig Personal oder auch als Einzelgänger durchziehen kann. Doch einen wirklich realistischen Look bekommt man damit nicht hin.
Und in Polygongrafik lässt sich dies nicht ohne das entsprechende Equipment und damit verbundene Geld umsetzen. Doch ein Video heutzutage zu filmen ist wirklich kinderleicht geworden. Natürlich sieht und klingt das jetzt wahrscheinlich auf meinem alten und vor allem kaputten Handy nicht allzu dolle, aber es ist kein Problem heutzutage ein Video auf einem Handy zu filmen, zu bearbeiten und sogar zu veröffentlichen. Und im Internet gibt es genug Anleitungen, wie man ein wirklich tolles Bild auch aus seinem Handy herausholen kann. Was wiederum dazu führt, eine Art fotorealistische Grafik zu erreichen. Und dies mit einem sehr geringen Budget. Selbst die BBC schulte seine eigenen Reporter mit dem Umgang von Handys zur professionellen Berichterstattung. Aber wir reden hier über Videospiele. Ein schönes Beispiel, wie man dies in einem ernsteren und dramatischen Rahmen nutzen kann, ist Her Story. Wir, der Spieler, sitzen dabei an einem Polizeirechner und suchen uns durch eine Verhördatenbank. Die Frau, die verhört wird, ist Hannah Smith, die Ehefrau von Simon, welcher ermordet aufgefunden wurde. Dies Ganze wird in kleinen Videoclips präsentiert. Dabei achten wir auf wichtige Stichpunkte, mit denen wir die Datenbank wieder durchsuchen können, um somit Stück für Stück die Wahrheit ans Licht zu führen. Wir müssen dabei natürlich darauf achten, wann Hannah auch wirklich die Wahrheit sagt und wann nicht. Definitiv eine interessante Möglichkeit, eine Story zu präsentieren und dies für ein breites Publikum. Denn eine Suchmaschine bedienen kann nun wirklich jeder. Auch wenn man bei Her Story wichtige Details der Geschichte überspringen kann, wenn man nicht die richtigen Kombinationen eingibt. So hatte ich das Spiel durchgespielt mit weniger als 50% der Aufnahmen und ohne die komplette Geschichte gesehen zu haben. Doch eine emotionale Reaktion hat es bei mir definitiv hinterlassen. Und das ohne komische Gesichtsanimationen oder einem Millionenbudget. Rehearsed? You ask me the same question, you'll get the same answer. Is that your evidence? Of course I thought about what happened then. It's all I've thought about. My husband is dead. Doch bin ich mir bewusst, dass gerade Spiele wie Night Trap, She looks just like Ashley. Ripper This guy is unfucking believable. oder Phantasmagoria nicht unbedingt durch ihre Ernsthaftigkeit so unterhaltsam sind. Und wenn ich bedenke, dass mittlerweile, glaube ich, sehr viele Leute auch gute, schlechte Filme genießen können, wäre auch dies eine Herangehensweise. And you keep your eyes open. We're all depending on you, especially Kelly. She should be there now. I'll switch you over. And good luck. Siehe Contradiction, The All-Video Murder Mystery Adventure. In diesem Point-and-Click-Adventure, welches sogar noch größeren Nutzen von FMV macht als Her Story, steuern wir den Detective Frederick Jenks, um den angeblichen Suizid von Kate Vine in der kleinen Stadt Edmonton zu untersuchen. Dabei gucken wir uns natürlich im kleinen Örtchen etwas genauer um und verhören die verschiedenen Stadtbewohner. Stellen wir dabei Widersprüche in deren Aussagen heraus, können wir die Person damit konfrontieren, um an die wirkliche Wahrheit zu gelangen. Natürlich spielt es sich ein bisschen restriktiver wie andere Point-and-Click-Adventures, doch bei mir kam wirklich dieses Detektivgefühl hoch und das Beobachten, wie die Leute auf meine Fragen reagieren, um zu sehen, wann sie etwas verheimlichen, macht wirklich Spaß. I have to give you some money. What happens if you do something that I don't like? You're gonna give me some money? Look, I do not have time to discuss it at the moment. Could you just go? Pathetic. Dazu die genaue passende Menge überzogener Schauspielerei ist sehr unterhaltsam. Und muss ich wirklich den großartigen Hut von Jenks erwähnen? Ich meine, guckt ihn euch an. Das ist ein Hut. Natürlich liegt hier der Vergleich zu L.A. Noire sehr nah. Und auch wenn ich das Spiel sehr mochte, gab es immer wieder Momente, wo die detaillierten Gesichtsanimationen mit dem Rest der Grafik so gar nicht funktioniert haben. Technisch gesehen ein voller Erfolg, aber von der reinen Ästhetik malt Contradiction definitiv das homogenere Bild. Und das nur mit einem Fitzel des Budgets von L.A. Noire. Denn Her Story wie Contradiction hatten jeweils ein Budget von circa unter 10.000 €. Zumindest nach dem, was ich so herausfinden konnte. Welches mit Polygongrafik in der Qualität und Stilsicherheit niemals möglich gewesen wäre. If I did this,
Would that mean anything to you? Who did you see doing that? Someone in the woods, carving it into a tree. That was Kyle. It's a guy from the course, he's an idiot. Also warum kein FMV-Horrorspiel wie Until Dawn, Science-Fiction oder auch Action-FMV-Spiele? Klar ist dies nicht unbedingt unter 10.000 € zu bewältigen, aber auch ein Actionfilm wie Hardcore Henry hatte nur ein Budget von $2 Millionen, was für einen Film oder auch Spiel nicht besonders viel ist. Dies gekoppelt damit, dass selbst Handys Spiele wie Night Trap abspielen können, und dies natürlich besser als der Mega-CD, lässt mich doch ziemlich sicher sagen, dass wir noch nicht alle Möglichkeiten gesehen haben, wie ein FMV-Spiel aussehen kann und es hier noch verstecktes Potenzial gibt. Denn nur weil etwas ein kurzzeitiger Trend war, heißt nicht, dass man daraus nicht sehr viel mehr machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vergesst natürlich nicht, spielt, habt Spaß und bis denne. Sisters came walking by the sea. Oh, the wind and the rain. The eldest one pushed the other one in. Oh, the dreadful wind and rain. See, they both had a love for the captain's son. Oh, the wind and the rain, but he only cared for the youngest one. Oh, the dreadful wind and rain. Oh, the eldest envied her sister fair. Oh, the wind and the rain, with a pretty little face.